Heute auf dem Zettel Mokume-Gane. Wir verwenden Silber und Shakudo, eine Kupfer-Gold-Legierung. Anschließend wird patiniert mit einer Rocochot-Lösung, die wir selbst herstellen. Also ein bisschen Chemie ist heute auch dabei. Auf geht's! Also ich kenne kaum etwas, das so vielfältig und gleichzeitig so anspruchsvoll ist wie Schmuckstücke aus Mokume-Gane. Und dabei brauchen wir schon einiges an Material. Was wir heute aber nicht brauchen erstmal, das ist ein Notizbuch, das sind die richtigen Handschuhe, überhaupt Handschuhe, Schutzbrille, Schutzmaske, Salz, Messbecher, Glas, Essigessenz, Nudelholz, Rührbecher, eine Waage, Soda, ein Konservenglas, Bluttape, Zitronensäure, Weinsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, destilliertes Wasser, Rührstäbe, Kupfer, also reines Kupfer, Gold, Silber, Anoden, eine Schneidunterlage und Stahllineal, das ist das, was wir am Anfang brauchen. Wir nehmen hier eine Glasscheibe, das kann auch irgendwas anderes sein, aber irgendetwas, wo das Plastilin nicht dran haften bleibt. Denn was ich hier mache ist, bevor ich das teure Material nehme für das Mokume-Gane, verwende ich zunächst Plastilin, um das Muster, was ich heute vorhabe, vorher zu testen. Ist da überhaupt was möglich? Wie sieht das aus? Kann man vielleicht etwas leicht ändern und hat einen viel größeren Effekt? Das probiere ich jetzt hiermit aus. Ich plane bei 8 plus 7, also 15 Lagen rauszukommen. Ich meine, dass ich das bei dem Plastilin genauso übertragen habe. Und was ich heute vorhabe ist, naja, ich nenne sowas wildes Mokume-Gane oder wilde Ringe. Das sind auch Ringe, die ein bisschen ja, frei aussehen sollen, aber trotzdem mit einer großen Disziplin hergestellt wurden. Das Muster, was ich bei dem Plastilin gefunden habe, das gefiel mir ganz gut. Heute ist ein bisschen Chemie dabei. Wir brauchen Kupferacetat und wir brauchen Kupfersulfat, um die Beize herzustellen, mit der später das Kupfer ja, farblich verändert werden soll. Das ist das Shakudo. Shakudo ist eine Kupfer-Gold-Legierung. Wir haben 96% Kupfer und 4% Gold drin. Das Ganze liegt uns als 1 mm Material vor, das ich von einem sehr lieben und sehr großzügigen Kursteilnehmer geschenkt bekommen habe. Vielen Dank, lieber Holger. Das Shakudo walze ich mir runter auf 0,5. Die Länge habe ich so gewählt, dass sie nachher ausreichend sein müsste, um daraus 2 Ringe herzustellen. Die Verbindung für das Mokume-Gane von dem Silber und dem Shakudo muss völlig fettfrei sein, muss oxidfrei sein, muss metallisch rein vorliegen. Ansonsten haben wir hinterher ja, große Probleme, dass das Metall haften bleibt. Das Ganze wird gespült, ich nehme dafür gerne destilliertes Wasser. Warum sollte ich Risiken eingehen mit Kalk oder Mineralien, die vielleicht im Wasser sind und später die Haftung und das Verschweißen möglicherweise stören? 7 plus 8, hier ist mal eine Ausnahme. Üblicherweise habe ich das Silber außen, aber hier kam das genau auf, dass ich 8 Lagen Shakudo habe. Und da ich sowieso nachher eine starke Ätzung vornehmen möchte, gefiel mir das ganz gut. Das, was hier aufgetragen wird, ist Goldocker. Goldocker verhindert ein Aufschweißen der Edelmetalle auf dem Stahl. Die gehen sowieso schwer eine Verbindung ein, aber das Goldocker schützt noch einmal zusätzlich, sodass da auch ja, sicher nichts passieren wird. Das Verzundern praktisch findet nicht statt und drückt sich nicht ins Material. Das Ganze wird so sorgfältig wie möglich aufgelegt, um dann mit der zweiten Seite der Stahlzwinge fixiert zu werden. Und jetzt ordentlich Druck, damit, wenn die Zwinge später im Ofen ist, eine Verschweißung sicher gewährleistet ist. Das ist der Beutel aus Edelstahl, den ich schon, ja, ich würde mal sagen, vielleicht 100 Mal schon verwendet habe. Also wenn man sich einmal diese Folie kauft, die hält sehr lange. Die Aktivkohle verhindert ein Oxidieren während des Ofenganges. Hier gebe ich gerne um die 750 Grad ein. Ich glaube, hier habe ich 738 Grad gewählt.
für 8 Stunden. 9 Stunden ist okay, 10 Stunden ist okay. Hier passte das gerade so, dass ich am nächsten Morgen das aus dem Ofen holen konnte. Herstellung Kupfersulfat. Wir brauchen Schwefelsäure und destilliertes Wasser, geben Kupfer dazu und später legen wir noch Strom an, damit wir Kupfersulfatkristalle entstehen lassen können. Gleichzeitig stellen wir Kupferacetat-Lösung her, indem wir Kupfer und Salz und Essig in einen Behälter geben und das Ganze mit Wasserstoffperoxid anreichern, denn wir brauchen Luft, wir brauchen Sauerstoff mit dabei. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber es beschleunigt die Reaktion. Das Kupfersulfat, also die Schwefelsäure mit dem Wasser, legen wir an Anode und Kathode und geben bei 9 Volt etwas Strom dazu, sodass das edle Kupfer auch in Lösung gehen kann, um dann später hier die Kupfersulfatkristalle zu separieren. Am nächsten Morgen das ist immer ein besonderer Augenblick beim Lösen der Zwinge. Also erstmal schauen, ist die Verbindung, hat die gut geklappt? Und das Lösen hier, also diese Begutachtung, die ich jetzt hier gerade vornehme, das ist tatsächlich immer ein großer Augenblick, hat alles geklappt. Das Material ist nicht billig und wenn Gold und Silber verwendet werden, umso mehr. Das Kupfersulfat, wir sehen das hier an der blau-grünen Färbung. Da sind bereits Kupferionen in Lösung gegangen. Und auch bei den Kupferacetat, da hat sich auch schon so einiges getan. Das wäre jetzt hier schon ausreichend, um das Essig und das Wasser abdampfen zu lassen. Die Kristalle würden sich da schon bilden. Hier bearbeite ich wieder das Modul, das Mokomegane-Modul. Ich brauche völlig gerade Kanten. Das erreiche ich hier mit dem Tellerschleifer. Anschließend säge ich mir Würfel aus diesem Modul und mit diesen Würfeln, man hat es vorhin ja schon gesehen, bei dem Plastilin, das ich verwendet habe, daraus werde ich dann das Ganze über Kreuz nehmen, also dieses Kreuz-Mokomegane oder geschichtetes Mokomegane, um dann den zweiten Ofengang vorzubereiten. Hier habe ich verschiedene Modelle. Die ich noch beifeilen werde. Die sollten möglichst gerade aufeinander sitzen, damit die Verbindungsstellen später gut sind und ich kein Lot verwenden muss. Und da machen wir das, was wir Goldschmieden durchaus am meisten machen, nämlich feilen. Auch wenn das in den Videos nicht immer so rüberkommt, die meiste Zeit wird tatsächlich beim Feilen verwendet. Hier kommt die Planung des Moduls, wobei ich darauf achte, dass die Enden des Moduls später eine Lotfuge ergeben, wo die Ringenden sich treffen, was in das Ringdesign mit integriert werden kann. Anders als bei dem Plastilin habe ich mich hier für 2 dreieckige Module entschieden. Die sollen nochmal ein bisschen Leben in das Design bringen. Hier bin ich in der Metallwerkstatt. Ich habe mir gedacht, um diese Modulelemente aufeinander zu zwingen, aufeinander zu pressen, brauche ich einen kleinen Rahmen. Den baue ich mir hier aus Stahlwinkeln. Silber hat einen viel höheren Ausdehnungskoeffizienten als Stahl. Und das machen wir uns hier zunutze. Wir legen diese Module aus dem Mokomegane passend in diesen kleinen Rahmen, den ich hergestellt habe, und legen dann diesen kleinen Keil, den ich da gerade in den Händen hielt, in diese Dreiecke, die seitlich etwas rausstehen. Man wird das gleich etwas besser sehen können. Da sind diese beiden Dreiecke,
die aus dem Material rausstehen. Und das ist ein Keil aus Messerstahl, den ich in diese Mokomegane-Stücke einpressen werde. Und das bewirkt, dass das Silber an die Enden gepresst wird und sehr eng aufeinander sitzt. Hier passiert das Einpressen. Man sieht, wie die Silberteile mehr in das Modul gedrückt werden. Und wenn dieses Ganze jetzt in den Ofen kommt, so in diesem Zustand, wie es jetzt ist, in diesem gepressten Zustand, wird sich das Silber weiter ausdehnen, mehr als der Stahl. Und durch diese Pressung erhoffe ich mir ein Verschweißen der einzelnen Kupfer- und Silberelemente. Hier wieder diese Ofen-Edelstahl-Aktivkohle-Geschichte. Wir sind wieder bei 738 Grad. Das hatte ganz gut geklappt bei dem Material. Und ich glaube, ich wähle hier 9 Stunden. Das passte gerade ganz gut. Ich war nachts noch in der Werkstatt und dann passte das für den nächsten Morgen. Die Kupferacetat-Kristalle bilden sich, nachdem ein Teil der Lösung verdampft ist. Und genau diese Kristalle brauchen wir für das Rezept der späteren Beize. So, das ist der große Augenblick. Hat es geklappt? Ja, nein. Ich habe diese Art Mokomegane noch nie gemacht. Und mein Ziel ist es, diese einzelnen Module ohne Lot zu verbinden. Und tatsächlich, das war ein großer Augenblick hier. Es müsste sich lösen, denn beim Abkühlen, und das hat es auch, denn beim Abkühlen hat sich das Silber wieder zusammengezogen. Und es ist lotfrei miteinander verbunden. Zum Abbeizen kommt es in die Zitronensäure. Üblicherweise wird dort Schwefelsäure verwendet. Ich nehme schon lange Zitronensäure. Das Kupferacetat wird hier nochmal gefiltert. Ich möchte völlig sauberes Material haben und wir haben da noch so Kupferstücke mit drin gehabt. Das kriege ich mit einem einfachen Filterpapier raus. Und in dieser Schale und bei ein bisschen Wärme, so 50 Grad, lasse ich das abdampfen. Hier sind wir bei der Kupfersulfatlösung. Auch hier filtern. Schöne blaue, grüne Farbe. Das heißt, genau das möchten wir haben. Das sind die gelösten Kupferionen, die sich dann zu Kristallen entwickeln, die wir verwenden können. Das Mokomegane ist aus der Beize. Es wird mit Messing gekratzt. Mögliche Zwischenräume stütze ich jetzt durch Silberlot. Weil ich mir ziemlich sicher bin, hier Kühlung durch Druckluft. Ich möchte nicht im Wasser abschrecken, weil in die Zwischenräume, die ja doch vorhanden sind, da muss man sich nichts vormachen, also ich habe das nicht auf Null pressen können. Damit die Zwischenräume sich nicht voll Wasser ziehen oder Verunreinigungen, habe ich mit Druckluft abgekühlt. Das ist sicherlich kein Schmieden, was ich hier mache, sondern mehr ein Richten. Aber dennoch, bei der späteren weiteren Bearbeitung hat sich das Modul durch die Walze ziehen lassen, ohne dass mir die einzelnen Elemente auseinandergefallen sind. Und das sagt schon viel über den Zusammenhalt aus. War ich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass das Material so gut im Zusammenhalt war. Hier checke ich die Länge. Reicht das aus, um daraus Ringe zu machen? Von der Dicke und von der Breite, ja, ich glaube, ich hatte 8 mm gehabt, also da kriege ich locker Ringe raus. Was ich aber nicht schaffen werde, ist das zu biegen. Also gebe ich Stützmaterialien drauf. Ein Silberstreifen auf die obere Seite und ein Silberstreifen auf die untere Seite. Diese Stützstreifen ermöglichen es, den Ring um 360 Grad zu biegen, ohne dass das Material auseinanderfällt. Und im äußeren Bereich werden die Stützstreifen abgedreht und im inneren Bereich werden diese Stützstreifen später zu den Innenringen werden. Das Muster, was ich haben möchte, befindet sich im Inneren.
und wird jetzt freigelegt durch einen möglichst nicht sauberen Sägeschnitt, was mir nicht allzu schwer fällt bei solchem dicken Material. Hier ist der zweite große spannende Augenblick, oder dritte oder vierte, nämlich wie sieht das Muster aus? Hier offenbart sich es das erste Mal. Man kann es nicht so gut sehen, weil es noch sehr glänzt. Das ist ja sehr frisch geschnitten, metallisch glänzend, aber man erahnt schon ein bisschen was. Hat mir sehr gut gefallen in diesem Augenblick. Hier kommen jetzt nochmal 2 Stützstreifen drauf. Die es mir ermöglichen, das Mokomegane diesem großen Stress auszusetzen, den es beim Biegen erfährt. Nämlich genau bei dieser Arbeit hier. Die Stützstreifen waren tatsächlich der Gamechanger. Also ich hätte das Material niemals so biegen können. Das ist ja ein enormer Zug. Kräfte treten an den Außenseiten auf, während starker Druck in den Innenseiten. Das hätte das Material definitiv nie mitgemacht. Und so war das überhaupt kein Problem. Ich habe nicht nachgelötet. Ja, hier werden die Ringe eingepresst. Das kann ich mit verschiedenen Presshülsen machen, bis sie auf 0 sind. Dann werden die Enden schön sauber abgesägt, so dass sie, auf 0 sitzen. Das ist zwar noch nicht ganz auf 0, die Enden werden noch sauber gesägt und dann im nächsten Arbeitsschritt verlötet. Und zwar so verlötet, ich hatte das ja von Anfang an geplant, dass sie mit in das Mokomegane-Muster in dieses Modul mit integriert werden können. Großer Augenblick, der Ring ist aus dem Feuer. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt schon außerordentlich viel Mühe geben, um diesen Ring noch während der Arbeit zu zerstören. Das wird bei diesem massiven Teil wohl nicht mehr passieren. Das hier ist klein, aber schwer. Meine Edelmetalldrehe, die kleine Drehmaschine, Spannhülsen. Ich drehe zunächst die äußere Stütze auf 0 oder vielleicht sogar noch etwas mehr, bis mir das Muster soweit gut gefällt. Das kann ich auch mit der Hand abfeilen, aber da 2 mm von der Oberfläche runterzunehmen, das ist doch etwas zu viel des Guten. Hier kommt es gar nicht auf Präzision an, hier geht es einfach darum, Masse zu machen, schnell Material abzutragen und dafür ist diese kleine Drehmaschine perfekt. Verdünnte Salpetersäure zeigt mir, wie siehst du Muster zurzeit aus. Zurzeit heißt, ist es ja noch nicht abgerundet an den Seiten, das heißt, das Muster verändert sich beim Fällen noch etwas. Aber mit dieser Säure kann ich das dann schon sehr gut erkennen. Das sind Spannhülsen, die mir den Ring von außen aufnehmen, damit ich ihn innen abdrehen kann. Ich hatte ja auf beiden Seiten diese Stützstreifen aufgelötet. Und diese Innenseite werde ich jetzt beidrehen. Ich will sie nicht ganz runterdrehen, was ich auch machen könnte. Ich möchte aber auf jeden Fall auch vermeiden, dass an den Fingern Metallabrieb vom Kupfer oder von dieser Beize entsteht. Außerdem möchte ich, was ich später runter ätzen werde, ich möchte gar nicht, dass das in den Fingern dort irgendwelche Reibepunkte ergeben kann. Die Innenringe sollen aus Silber bestehen. Hier ist der Ring fertig gefeilt, das Muster ist freigelegt und er ist fertig, um das Kupfer rauszuätzen. Das hier ist Salpetersäure, die lässt das Silber in Ruhe, während das Kupfer weggeätzt wird.
rotbraune Dämpfe entstehen, die stark gesundheitsschädlich sind. Also das macht man, wenn überhaupt, nur draußen im Freien oder unter einer starken Absaugung. Das Ganze ist ein sehr intensives und kurzes Schauspiel. Nach 60 Sekunden habe ich eine tiefe Ätzung. Und ich halte die Ringe so in Händen, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur der Farbton stimmt noch nicht. Ich möchte nicht dieses rosafarbene Kupfer haben. Das Kupferacetat ist fertig auskristallisiert und kann jetzt in das Rezept mit übergehen, das da ja, besteht aus eben diesem Kupferacetat und hier das noch ja, in Entstehung begriffene Kupfersulfat. Da muss ich noch auf die Kristalle warten beim Abdampfen. Eine sehr lange Wartezeit für mich, weil die Ringe ja schon fertig waren und da sind die Kristalle, haben sich gebildet. Ich brauche nicht besonders viel davon. Ich mache ja nur 2 Ringe und brauche diese Beize nur einmal. Ich füge zusammen Kupfersulfat plus Kupferacetat. Dann kommt ein bisschen Weinsäure dazu. Natriumcarbonat, auch bekannt als Soda. Das ist Waschsoda, nicht dieses Natriumbicarbonat. Das ist nicht geeignet dafür. Etwas Essig. Da geht die chemische Reaktion schon los. Wir geben destilliertes Wasser dazu und die Reaktion oder an der Reaktion können wir jetzt schon erkennen, dass es Zeit wird, die Ringe in die Beize zu geben. Die Beize erwärme ich noch. Nach einer halben Stunde habe ich das erste Mal geschaut und das habe ich jetzt 1 Stunde drin gehabt und nach 1 Stunde habe ich gesagt, stopp, das reicht mir. Ich mache Schmuck so lange, bis ich sage, wenn gut, dann gut. Man kann vieles verschlimmbessern, aber als ich das hier gesehen habe, war ich ja schlichtweg begeistert, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, über einen Kommentar und über einen Daumen hoch. Wer das Mokomegane erlernen möchte oder sein Wissen vertiefen möchte, kann gerne einer meiner Kurse besuchen hier in Kroatien. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.